Let me build the air force. Make sure that we rule the sky, rule the freedom. Get the diamonds. Make them feel the future with no gangs, with no pressure, reputation. Set them free. Let them produce pure money. Free money. Das neue Stück von Hanan Hajrinic hat ja vorne im Vortext stehen, dass wir quasi vom neuen Musikensemble zur Band werden. Und war meiner Meinung nach auch irgendwie so angelegt, aber hat es für euch funktioniert? Ich finde das schwer zu sagen, weil in so einem neuen Musikrahmen ist alles immer anders, als sich, glaube ich, zum Beispiel sie sich das da außer bei Jebo kommen vorgestellt hat. Und was sie mir erzählt hat, war das irgendwie eine Abrechnung auch mit der Clubszene, oder nicht mit der Clubszene, sondern mit dem Musikproduzenten-Business im Hip-Hop-Bereich, weil sie da eben mit ihrem Bruder zusammen auch viel arbeitet. Und diese Abrechnung funktioniert natürlich nicht so richtig, weil die das Konzert sicher nicht gehört haben und bei uns sicher auch niemand drin saß, der irgendwie in diesem Business drin ist. Aber das macht vielleicht auch gar nichts, sondern das ist so ihre persönliche Motivation gewesen und das, was dann rauskommt, ist einfach das Produkt. Und ich finde, das hat schon, also so, ich meine, sie kann das, sie kann diese ADSM-Musik und ob wir das können, ist natürlich eine andere Frage, aber ich glaube, es hat irgendwie gut funktioniert. Ja, wobei es müssen andere beurteilen, aber und in dem Kontext war es natürlich ganz interessant, weil Joke ja auch viel so aus dem Beat-Bereich dort mit reinbringt oder aus der Unterhaltungsmusik, zumindest diese Fragment. Rein musikalisch war es für mich halt so, dass am Anfang war es natürlich etwas freier. Jeder hat mal geführt, mal die Stimme, mal die Geige, also jeder war irgendwie so aktiv. Und zum Ende des Stücks entwickelt es sich halt dahin, dass alles quasi von der Bassdrum vom Beat ausging. Und es gibt dann quasi erstmal weniger klassische Covermusik zu spielen, sondern eher halt mit dem Beat zu spielen. Der Unterschied, der auch so versucht wird, seit 10, 20 Jahren in der neuen Musik so zu überwinden, ist dieses Bandgefühl, also dass man eigentlich eher selber Musik schafft, während wir ja ursprünglich dafür da sind, um Stücke aufzuführen, die jemand anderes geschrieben hat. Und da wird irgendwie versucht, die Leute spielen immer noch Stücke von anderen Leuten, aber versuchen so ein bisschen diesen Bandcharakter irgendwie rüberzubringen, dass wir als Ensemble oder wir als Band eben dieses Stück irgendwie gemeinsam mitgestalten. Counting bars, red marks on the schedule, time. My passport expires in 273 days. Counting everything. Messages after a missed 39 calls. 40 would mean she's crazy. Like even too crazy for me. Ja, ich hatte am Ende einen Monolog, der war bestimmt 5 Minuten lang und ich mache sowas total gerne, aber gleichzeitig, das Thema hatten wir auch schon oft, begibt man sich auf die Bühne mit Sachen, die man jetzt nicht jahrelang gelernt hat. Und in dem Fall würde ich sagen, hat mich das einfach interessiert, Schauspielunterricht zu nehmen und fand das dafür wichtig, weil ich weiß, dass ich Sprechen auf der Bühne nie irgendwie speziell gelernt habe oder auch nie großartig irgendwelche Ansagen bekommen habe dazu, außer von anderen Musikerinnen und Musikern, die es auch nicht so genau wissen. Und das war super. Also ich meine, ich bin jetzt kein Schauspieler, aber es hat irgendwie für diesen Monolog total geholfen. Also der Jakob Diehl hat mir dann so wirklich mit mir den Text analysiert und eben geguckt, was will der überhaupt aussagen. Und dann haben wir viel darüber diskutiert, ob man am Text kleben soll oder den für sich selber interpretieren soll und so weiter. Also eigentlich, das war sehr aufs Stück gemünzt und auch also sehr hilfreich, sozusagen das Beste draus zu machen. Für welche Variante hast du dich denn entschieden, am Stück zu bleiben und Stück zu kriegen, wie du gesagt hast, oder ist davon zu lösen?
so eine Mischung. Also der Jakob war total ein starker Verfechter, dass ich genau das machen soll. Und ich hatte die Idee, dass manchmal das Englisch vielleicht nicht stimmt oder so. Oder der Satzbau nicht ganz so flüssig ist oder wie ich ihn sprechen würde. Und er meinte, es ist aber total wichtig, sich einfach mal darauf einzulassen und genau das so zu machen und dann eben rauszufinden. Und ich hatte das mehr als so einen Fließtext genommen, wo ich mich über alles Mögliche aufrege und eben auch so eine schizophrene Persönlichkeit bin und ziemlich schnell hin und her springen. Das haben wir auch drin gelassen, aber tatsächlich war es dann auch von Hannan irgendwie auch mehr wie ein Gedicht gedacht. So, das weiß ich nicht, ich finde das immer noch einen unlösbaren Konflikt, weil gleichzeitig ist es so dieses Rappen und Posen und sich irgendwie über andere beschweren und gleichzeitig sich selber erheben, aber dann irgendwie so eine poetische Form daraus zu machen,